Das ist der Winter 78/79, dokumentarisch festgehalten. Selbst in der Speisekammer gefroren die Lebensmittel und Schnee wehte durch alle Ritzen. Es fiel so viel Schnee, dass wir in den Straßen Kiels mit Skiern fahren konnten. Die erste Welle des starken Schneefalls fing Silvester an und dauerte 3 Tage und 3 Nächte ununterbrochenen Schneesturmes. Autofahren war fast überhaupt nicht mehr möglich. Der gesamte Verkehr kam zum Erliegen und man konnte ungestört auf Kiels Straßen Skilanglauf vornehmen. Man sieht zwar noch einige Autospuren, aber die sind bald zugeschneit. Allmählich verschwinden Autos, Straßen und Fußwege unter den Schneemassen. Das Autofahren wird zur Unmöglichkeit. Es ist kein Vorwärtskommen mehr. Auch nicht mit Frontantrieb. In den Tagen kein seltener Anblick mehr. Alpinisten auf Kiels Straßen. Und nun die letzte Fahrt vor dem allgemeinen Verkehrschaos. Wir wollen nach Rendsburg und Silvesterbesuch abholen. Die Fahrt wird zum Abenteuer. Der 3-Tage-Schneesturm wird immer heftiger. Man kann bald gar nichts mehr erkennen.
In Rendsburg angekommen wird der Besuch schnell verladen, denn dann müssen wir zurück, sonst sind die Straßen total zugeschneit. Zwischen Rendsburg und Kiel, die Sicht beträgt noch 2 Meter. Wir können den Straßenrand nicht mehr erkennen. Um nicht von der Straße abzukommen, muss Hänschen vor dem Auto hergehen und den Weg weisen. Nach 10 Minuten wird die Sicht dann wieder besser. Jetzt auf dem Weg von Jungfernstieg in die Eckernförder Straße. Hier der Westring im Schneesturm. In der Zeit der großen beiden Schneestürme Ende 78, Anfang 79, die kurz hintereinander folgten, musste der Betrieb beide Male mehrere Tage stillgelegt werden, da ein Fahren mit den Fahrzeugen nicht möglich und auch verboten war. Hier ist die Eckernförder Straße, rechts und links stehen Lastzüge, die nicht mehr weiterkommen, und der andere Personenverkehr ist auch schon fast zum Erliegen gekommen. Kreuzung Westring Eckernförder Straße. Hier ist unser neues Geschäft. Das ist der Hof, links ist das Geschäftsgebäude. Der Eingang ist total zugeweht. Ist doch tatsächlich jetzt eine Pause im Schneesturm eingetreten. Schnell einmal ein Blick über Hof und Garagen. Bevor wir da mit dem Wagen hinein können, müssen wir noch allerhand schaufeln. Und das war dann erst der Anfang. Ein überhängendes Schneebrett wird zum Absturz gebracht. Rums! Noch ist der Schnee nur so, dass man ihn noch bequem von den Fahrzeugen abfegen kann. Und freischaufeln kann man die Fahrzeuge auch noch sehr leicht. Wie sieht es nun auf den Straßen außerhalb der Städte aus? Der Schnee ist teilweise an den Rändern schon Meter hoch. Autobahn Kiel-Hamburg. Schwer haben die alten Leute mit dem Winter zu kämpfen.
Hier ist ein alter Mann hingefallen. Dann kam die Sonne durch und beschien eine stille Stadtlandschaft. Mit der Sonne kam der Frost und alles erstarrte zu Eis. Sturm und Frost ließen die Ostsee, Gischt auch in großen Höhen gefrieren. Hier der Mast einer Lampe. Vereiste Treppen und Geländer. Wer im Olympiahafen in Schilksee sein Boot nicht rechtzeitig entfernt hatte, fand es nur als eingefrorenen Schrott wieder. Der Eisgang zerstörte einen Teil der Sporthafenanlagen. Ein gekentertes, eingefrorenes Segelboot. Das eingefrorene Boot wird vom Eisdruck befreit. Der Sturm hat hier in Strande die Hafenmole zerstört. Ein kleines Häuschen wurde hier auf der Mole aus der Verankerung gerissen, weggespült und total eingeeist. Das Häuschen des Hafenkapitäns von Strande. Die Bundesstraßen in Schleswig-Holstein waren zum Teil meterhoch eingeschneit und nach der notdürftigen Räumung zum Teil nur einspurig befahrbar.
Meter hoch türmt sich der Schnee zu beiden Seiten, wo sonst freie Fläche war. Dann gab es einen Wetterumschwung, Regen bei leichtem Frost. Hier der zugefrorene Westensee. Die Straßen verwandelten sich in spiegelblanke Flächen. Da hilft dann auch kein Frontantrieb mehr. Auf der Bundesstraße nach Rendsburg. Unter der schweren, nassen Schneelast brachen an vielen Bäumen die Zweige ab. Vom Regen und Frost bildet sich auf dem Auto ein Eispanzer. Das hier ist eine Straßenkreuzung. Von den Verkehrsschildern ist fast gar nichts mehr zu sehen. Eine dicke Eisschicht auf Stern und Blech. Auf dem Kaiser-Wilhelm-Kanal hat sich bereits eine dicke Eisbreischicht gebildet. Hier geht ein Lotse an Bord. Das Bild flackert, weil Kamera und Batterien eiskalt und daher träge sind. Der Rand des Kanales ist dick vereist, nur die Fahrrinne ist frei. Schlittschuhe laufen auf der Eider ist nicht möglich, da über dem Eis gefrorener Schnee liegt. Die ausgepackten Schlittschuhe werden daher wieder eingepackt. Dann geht die Fahrt zurück nach Rendsburg. Wir wollen versuchen, ob man auf der Binneneider Schlittschuh laufen kann. Aber auch hier ist das Eis sehr hoppelig und verschneit. Vom Rendsburger Eis enttäuscht machen wir uns auf den Weg nach Plön und wollen nun dort mit Schaufeln und Schneeschiebern uns auf dem großen Plöner See eine eigene Fläche freischaufeln, um dort Schlittschuh laufen zu können. Wie eine Nordpol-Expedition stapfen wir durch den meterhohen Schnee. Ja, und hier laufen wir im Sommer barfuß.
Beschwerlich war der Weg hierher bis zu unseren Bootsträgern. Nun wird versucht, mit Schaufeln den Schnee zu entfernen. Doch man sieht bereits, dass hier sehr unebene Flächen sind. Es wird wohl kaum möglich sein, eine Fläche für uns zum Schlittschuhlaufen freizumachen. Man sticht zu sehr in den Eisbrei hinein, der oben an auf der harten Oberfläche leicht angefroren ist. Das Eis selbst ist sehr dick, nur die Oberfläche ist mit Schmelz- und Schneewasser sehr brüchig und matschig angefroren. Wir geben es hier auf und fahren nun zur Bucht an der Fegetasche. Dort haben die Plöner eine Eisfläche schneefrei gemacht, auf der man laufen kann. Das Wetter ist sehr trübe und neblig, aber hier kann man wenigstens seine Schlittschuhe übers Eis gleiten lassen. Eisfläche ist hier sehr gut, man kann nicht meckern. Zum Abschluss des Schlittschuhlaufens darf dann noch jeder einmal den Kameramann überfahren. Und dann war es wieder soweit. Ein neuer Schneesturm kam heran. Diesmal doller als vorher und wieder 3 Tage lang. Der ganze Verkehr kam zum Erliegen und es wurde Fahrverbot erteilt. Und zwar zum 2. Male. Das ist der Fußweg vor meinem Geschäft. Und hier der völlig eingeschneite Innenhof meines Geschäftes. Der Schneesturm tobt. Kein Auto konnte und durfte fahren. Die Straße gehört uns ganz alleine. Wir wandern jetzt durch das stürmische Kiel. Es dürfen nur noch Räum- und Versorgungsfahrzeuge fahren. Die Straßen zur Innenstadt sind wegen Hochwassers gesperrt. Auf den Höfen der Firmen räumen Privat-Schneepflüge den Platz. Pausenlos versuchen große Schneepflüge die Stadt freizuhalten.
im Schnee stecken gebliebenes Fahrzeug mitten auf der Straße. Heidi in einer riesigen Schneewehe vor der Sparkasse. Ein seltener Anblick, der Berliner Platz in Kiel ohne Fahrzeuge und fast ohne Fußgänger. Versorgungsfahrzeuge der Bundeswehr versuchen, in Not geratenen Menschen zu helfen. Schneeräumer im pausenlosen Einsatz. Diese Straßenecke ist völlig zugeweht. Am Hafen ist der Sturm so stark, dass der Schnee auf der Straße gar nicht liegen bleibt, sondern weggeweht wird. Die Förde ist über die Ufer getreten. Wasser und Packeis überschwemmen die Quaianlagen. Es bilden sich richtige kleine Windhosen auf der Straße. Der Wind peitscht derart eiskalt ins Gesicht, dass man nur noch rückwärts gehen kann. Die Sicht beträgt zeitweise nur einige Meter. Hunderte von Lastzügen mussten tagelang überall liegen bleiben. Die Oslo-Quaianlagen verschwinden fast völlig im Schnee. Olympiahafen und Hindenburgufer sind vom Sturm und Eis zertrümmert und überschwemmt. Die Wintersportler haben in Kiel Hochsaison. Zugewehte Fußwege. Überall auf den Straßen und Kreuzungen eingeschneite und festgefahrene Fahrzeuge. Hauseingänge unpassierbar.
Der Sturm reißt Äste und Zweige von den Bäumen und peitscht sie auf die Straßen. Völlig verlassen liegen alle Straßen in Kiel da. Nur die Straßenbahn fährt noch und diese ist brechend voll. Das hier war einmal ein ganz normaler Fußweg. Sogar auf den Hauptstraßen verschwinden die Autos fast völlig in den Schneewehen. Mühsam kämpfen sich einzelne Fußgänger durch den hohen Schnee. Schals werden als Atemmasken benutzt. Dann ist Schneefallpause und wir machen eine Skiwanderung durch den Schneewinter in Kiel. Mit Langlaufskiern ist gutes Vorwärtskommen. Heidi hier wie eine Alpinistin. Der Schnee ist so hoch wie die Sitzbänke. Das Eis des Schneewinterparkes auf die andere Seite hinüber. Große Berge haben wir hier eben nicht. Man ist auch mit so einem kleinen Hügel sehr zufrieden. Das Wasser des Schneewinterparkes wird als Kühlwasser für die Stadtwerke benutzt. Daher ist auch im tiefsten Winter immer eine kleine Eisstelle offen, in der sich alle Vögel, Enten und sonstige Tiere tummeln. Tja, mit dem Auto darf ja nicht mehr gefahren werden, aber das Geschäft muss weitergehen. So werden dann die gepackten Pakete und Päckchen nach alter deutscher Art auf einen Schlitten verladen, festgebunden und dann zur Post gezogen. Nach einigen Tagen wurde das Fahrverbot wieder aufgehoben. Inzwischen glichen Kiels Straßen einer Mondlandschaft. Alle Fahrzeuge mussten freigeschaufelt werden. In der Stadt türmen sich die Schneeberge zu Metern und Tonnen.
Dann kam die Sonne wieder durch und wir machten uns auf, durch kilometerlange Schneemauern fahrend nach Plön. Dort angelangt wandern wir dann ganz über den Plöner See. Das Eis ist über einen halben Meter dick. Ein völlig ungewohnter Anblick von Plön. Ein Blick durchs Plöner Loch auf unseren Campingplatz. Hier wird nun hoffentlich bald wieder gesegelt. Skilangläufer auch auf dem Plöner See. Die Überquerung des Plöner Sees auf dem dicken Eis und dem hohen Schnee war trotzdem ein Vergnügen und ein seltenes Ereignis. Dann geht es noch einmal mit dem Auto Richtung Ostsee, um das Packeis zu besichtigen, wobei wir dann gleich an 5 bis 6 Meter hohen Schneewehen vorbeikommen. Hier ist so eine Straßenkreuzung, die von Schneewehen und Schneemauern völlig eingeschlossen ist. Hier sind wir nun an der Ostsee, die mit meterdickem Packeis bedeckt ist. Man könnte hier glauben, man befände sich in der Arktis.
Im Hintergrund sehen wir einen der 3 Eisbrecher, der sich bemüht, die Fahrrinne freizuhalten. Dann begeben wir uns wieder auf die Heimfahrt und fahren noch einmal durch Schneetunnelstraßen mit riesigen, hohen, festen Eis- und Schneemauern rechts und links der Straße. Dieser Winter wird uns sicher allen lange in Erinnerung bleiben.